Hi, ich sitze hier vor unserem selbstgebauten Komposthaufen und ja, der selbstgebaute Efeukorb ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Schuld sind die Holzwürmer und Schimmel. Ich versuche den heute mal wieder ganz zu machen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Los geht's. Dafür brauche ich natürlich zuallererst mal ein bisschen Efeu. Dafür muss ich natürlich erstmal die ganzen Efeuranken vorbereiten. Die Blätter müssen ab, die Wurzeln müssen ab. Und dann suche ich mir die schönsten Stücken raus. So, ich habe jetzt hier mal ein paar vorbereitet und nun geht's frisch ans Werk. Was hier im Hintergrund so pocht, das ist übrigens der Specht. Der Korb ist in einem ziemlich desolaten Zustand. Zum einen wegen der Holzwürmer, die drinne waren, und dann ist auch noch Schimmel reingekommen und wir haben das halt nicht behandelt. Wir hätten einfach Chemie anwenden müssen. Zum einen wegen der Holzwürmer, zum anderen wegen des Schimmels, und das haben wir nicht getan. Ihr seht schon, hier muss noch einiges gemacht werden. Das sind nicht nur die Seitenverstrebungen, sondern auch ein paar Runden, die hier vom Flechtwerk rausgegangen sind. Ich werde hier einen Schraubenzieher und eine Ahle verwenden, um das Geflecht aufzubiegen und neue Ranken einzufügen. Ich habe mich jetzt für einen Ast entschieden, den stecke ich jetzt hier rein und ersetze damit hier diese eine Strebe. So. Außerdem ist dieses Material auch nach kurzer Zeit schon brüchig. Eigentlich braucht man da super elastische Verbindungen, aber das ist natürlich fast unmöglich bei Naturmaterialien. Da habe ich einiges vor mir. Oh lala. Es ist eben kein Bambus, ne? Muss man einfach mal so sagen. Und selbst Bambus würde wahrscheinlich nach einiger Zeit kaputt gehen. Pflanzenmaterial ist halt einfach dem Verfall unterworfen. Aber wir werden schauen, was wir jetzt noch retten können. Ob das von Dauer sein wird, weiß ich allerdings nicht. Ein paar habe ich schon geschafft. Für die Außenverstrebung nehme ich die etwas festeren, dickeren von ungefähr 20 cm Länge und fädel die hier immer wieder durch, sodass wir dann wieder ein normales Korbgeflecht haben. Dann kann ich hier anfangen, das zu ersetzen. Das ist die letzte Querverstrebung. Und falls ihr das Video noch nicht kennt, in dem ich den Efeukorb gebastelt habe, dann schaut euch das Video auf jeden Fall noch an. Ich habe es oben in der Ecke und unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt ist es wieder stabil. Das heißt, wir haben jetzt alle Seiten einmal durch neue ersetzt. Und jetzt geht es daran, den inneren Teil zu flicken. Dafür entferne ich erstmal das ganze alte Material. Man kann das hier nämlich nicht mehr reinflechten, weil es gleich bricht. Deswegen muss man ein bisschen schauen, dass man das hier sinnvoll ergänzt. Hier muss wahrscheinlich alles ersetzt werden, weil die Holzwürmer hier wirklich alles weggefressen haben. Es bricht alles schon und bröselt. Ist natürlich auch sehr viel dazwischen rausgegangen. Da muss ich ganz stark aufpassen, dass ich hier nichts übersehe. Denn hier muss natürlich alles passend ersetzt werden, dass nicht eine ausgelassen wird. So sieht es jetzt aus. Ist bald finster. Wie spät ist es jetzt? Um 4. Um 4. Die Sonne geht so früh unter im Winter, das ist Wahnsinn. Ja. Ich sehe mich noch stehen im Kreuz. War eine Toreinfahrt. Im Krieg? Im Krieg, ja. Im Uhrmachergeschäft. Und der hatte dann immer, da war schon im Nachmittag, schon um 4, um 5, brannte bei dem schon das Licht im Schaufenster. Mhm. Denn wenn das Alarm war oder sowas war, musste ich ja dann sowieso finster gemacht, ganz finster gemacht. Ja. Aber, da dachte ich, oh, jetzt schon Nachmittag, ist schon hat er schon Licht brennen. Ne? Ja. Das ist mir noch so eine Erinnerung. Ne? Ja. Wie alt warst du da? Ja, 8, 9 Jahre. 9 Jahre war ich am Kriegsende, ne? Und dann muss ich so 7, 8 Jahre gewesen sein. Das ist auch eine Kackzeit, weißt du das, für so ein Kind? Ja. Stell ich mir echt blöd vor. Ja, jetzt kommen sie. War nicht der Hit, oder? Nee. War nicht so schön. Ich meine, es war eine schöne Zeit für mich, insofern, dass ich in Greiz war, aber es war nicht die schönste Zeit des Lebens überhaupt. Das war merkwürdig. Aber man hat viel gelernt. Was hast du gelernt? Dass Krieg Kacke ist.
das Kriegsscheiße ist ja und dass es andere wichtigere Dinge im Leben gibt. Dass man sich nicht um Kleinigkeiten kümmern und schlagen und aufregen muss. Wir haben Recht auf Party. Es geht mir dermaßen nahe, diese Äußerung, kann ich aber nicht sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, das war das Demonstrationsrecht. Wir müssen ein Recht uns zu demonstrieren, das ist Einschränkung der persönlichen Freiheit, das ist noch vorhaben. Ja, wenn das persönliche Freiheit ist. Recht auf Unversehrtheit, das wär's mal, ne? Ja. Hattet ihr auch nicht. Weißt du, Vati, die jetzt ein Recht auf Party fordern, die hätten damals im Krieg auch gesagt, mit Kindern in den kalten Keller, das ist Kindeswohlgefährdung. Es ist Tag 2, es ist jetzt fast schon wieder dunkel, aber ich habe hier jetzt fast alles fertig repariert. Jetzt kommt noch die letzte Ranke rein. Es ist sehr brüchig. Eigentlich muss man das immer vorher drehen. Hier hinten machen wir eine kleine Kehrtwende, weil hier alles schon zu ist. Man muss immer darauf achten, dass es auch abwechselnd geflochten ist, dass hier nichts doppelt liegt oder so. Also sowas reparieren ist, glaube ich, auch nicht so die übliche Art und Weise. In der Hoffnung, dass nichts bricht, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Lasst auch gerne einen netten Kommentar da, darüber freue ich mich besonders. Und vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr mehr solcher Projekte sehen wollt. So, damit wären wir jetzt fertig. Und der Korb ist endlich wieder vollständig. Es hat geklappt. Mein Plan ist aufgegangen und ich habe jetzt endlich wieder einen Korb. Aber der muss jetzt noch ein bisschen behandelt werden. Und zwar mit Anti-Schimmelmittel und mit Anti-Holzwurmmittel. Giftig, giftig. Yeah, yeah, yeah. In der Hoffnung, dass diese Biester nie wieder dieses Ding anfassen. Und wenn die nochmal kommen, dann sprühe ich nochmal was drauf. Das ist mein Korb. Meiner. So. Also. Und nächstes Mal kommt Schimmelmittel drauf, wenn das abgetrocknet ist. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.